Hey, ja, hier ist der Diebstahl. Willkommen zurück zu FreeSpace, und Reborn zur nächsten Mission. Beim letzten Mal haben wir einen Konvoi in ein Asteroidenfeld begleitet und gegen Shivaner beschützt und gegen Asteroiden. Das lief wunderbar diesmal. Bei der Mission davor lief es ja nicht super und haben auch in der Mission jetzt einen Bombergegner kennengelernt, nämlich den SP Seraphim. Und ja, aber wir haben es trotzdem auch geschafft, die zu identifizieren und auch zu zerstören und dass der Konvoi da sein Ziel sicher erreichen konnte. Deswegen geht es weiter mit der nächsten Mission und würde ich sagen, wir fangen einfach an mit dem Briefing und lassen uns ja überraschen, ja, weil ich weiß es ja auch nicht. Das erwähne ich glaube immer wieder bei so einem Ladebildschirm zur Überbrückung, aber wir werden jetzt gespannt sein, also mal schauen. GTA High Command is pleased to report a major victory in our war against the Shivans. A combined Terran-Vasudan task force crushed a massive build-up of Shivan forces in Antares, destroying the SD Demiurge and a large number of supporting cruisers and cargo depots. With the removal of this nexus of activity, the Shivan armada has been fragmented into numerous smaller secondary fleets scattered throughout known space. Victory over the Shivans, though far from imminent, appears to be in sight. Both the GTA and the PvE are moving quickly to secure their positions and press the advantage. The GTD Minnow has been deployed to Beta Cygni and Betelgeuse, while the PVD Hope is en route to Vasuda and Alpha Centauri. The Krios, however, is returning to Antares to monitor Shivan behavior and investigate several pirate factions that have cropped up in the aftermath of the Shivan defeat. Terran Command has informed us that the escape pod recovery mix-up in Deneb was due to a breakdown in communications. Misunderstandings and bureaucratic errors such as these have unfortunately plagued the GTI command structure ever since the loss of the GTD Legion several months ago. Both the Repulse and the Krios were accidentally assigned to the same operation, and the Repulse arrived first. The first escape pod landed in the Repulse's hangar bay, while the confused personnel on the second pod landed in the Krios. After the Krios received confirmation of the Repulse's orders, the escape pod and its occupants were transferred to Beta Aquile. Terran Command has classified all official records pertaining to their proceedings on this subject. In the absence of further information, the Krios is continuing to investigate the Einstein's appearance in the Deneb system. According to service logs, the Einstein was reported destroyed during the initial Shivan encounter at Ross 128. The Einstein had entered the system on a routine geological survey mission 3 days prior to the attack. Obviously, the Einstein's presence in Deneb during our recent operation contradicts the official record. Before its alleged destruction at Ross 128, the Einstein was under the command of Captain Ezra Tycho, a high-ranking GTI officer. Though its official duties were limited to low-level planetary studies, the Einstein may have been involved in covert operations and weapons research. The appearance of the Einstein in such a highly secure region of space is troubling. Analysis of the ship's flight pattern indicates that it was performing a high-level scan of the area in and around the Deneb asteroid belt. The Einstein would be in an ideal position to observe and record the activities of all Vasudan research convoys in the area. The purpose behind these scans, as well as any data the Einstein gathered, remain unknown. Our brief interrogations of the Einstein's survivors yielded little useful information on this subject, as most of the command crew were aboard the escape pod retrieved by the Repulse. Recent engagements with Shivan forces have revealed the existence of a new class of bomber, which we have designated Seraphim. The Seraphim appears to be similar to the Nephilim in most respects, except that it boasts an additional 4 primary hardpoints, and its armament capacity is approximately 50% greater. Like the Nephilim, the Seraphim is a formidable foe. Pilots are advised to carry a heavy shield-damaging weapon such as the Banshee in theaters where these bombers are expected. We are unsure as to why the Shivans waited until now to introduce the Seraphim. Its deployment could have shifted the balance in a number of close engagements during the height of the Great War. Now, however, the Shivans appear to lack the initiative to use it effectively. Research and Development has completed field testing of its latest stealth fighter prototype, the GTF Loki.
Featuring high maximum velocity and excellent maneuverability, the Loki is designed primarily as a reconnaissance fighter. Its shielded reactor chamber and compact hull give it a low sensor profile, enabling it to elude detection by enemy forces. Pursuant to regulations, the Loki's onboard IFF transponder will emit an encrypted signal to allow targeting by designated friendly units. At this time, the Loki is restricted to GTI pilots only. No pilot in the standard GTA fighter corps is to be authorized to fly the Loki until further notice. Ja, wieder wichtige Informationen, unter anderem jetzt ja, neue Ereignisse neue Hintergrundinformationen über die GTSC-Einstein. Die wurde vernichtet in ROS 121, ROS 128. Und ja, war wohl, ja, wie wir gesehen haben, auch noch wissen, war sie nicht da, die wurde ja nicht zerstört damals im Shivanischen Angriff. Und ja, war wohl ein DNAP auf, ja, so auf Spionagemission von Valdanern, so wie sich anhörte. Und ja, zusätzlich ist die Shivaner haben stark Rückschlag erlitten durch einen, ja, zerstörten Zerstörer, womit ihre Flotten jetzt verstreut sind, oder zumindest, ja, noch verstreuter sind, sagen wir mal so. Und ja, und wir haben ein paar Informationen über die Seraphim erhalten, was es ja auch nicht gab im Original. Also sind ein paar neue Sachen hier dazugekommen, die ein bisschen mehr wie gesagt, tiefer das Ganze bringen. Ja, warum die Seraphim jetzt eingesetzt wird, ja, natürlich eine gute Frage, ne, weil hätten sie, ja, gegen den großen Krieg sicherlich mehr mit anfangen können. Jetzt fehlt auch den Ressourcen, um die effektiv einzusetzen. Aber mal schauen, die werden sicherlich noch was vorhaben, die Shivaner. Einfach sagen, ja, wir wollen nicht mehr, tun sie auch nicht. Ja, und natürlich die Loki haben wir jetzt auch als neuen Jäger. Gegen die mussten wir ja kämpfen damals im Original-Silence-Thread, da konnten wir sie anvisieren und mussten sie so erledigen. Diesmal nicht. Ja, also zumindest bisher nicht. Aber auf jeden Fall haben wir also noch nicht, keine Kampferfahrung mit denen diesmal und wir müssen mal schauen, ob wir die einsetzen können. Okay, wollen wir mal mit der Mission weitermachen. Los geht's. Oder weiter geht's. Approximately 1 hour ago, pirate raiders launched an attack on the Talos Particle Accelerator Complex in Antares. This facility houses top-secret GTI weapons research laboratories and is of the utmost strategic importance to the war effort. Some of the station's research modules, already weakened by previous Shivan attacks, breached containment during the engagement, causing a massive explosion that crippled the station and destroyed virtually every ship in the immediate area, including the pirate attack force and the facility's defensive perimeter. The only craft that remain are a crippled Leviathan-class cruiser, the GTC Lido, and 8 cargo containers containing critical weapons research. This information is extremely sensitive and must be recovered immediately. Since the security of this sector has been severely compromised, GTI forces will recover the materials to a safe location. The station will evacuate all personnel until repairs can be completed at a later date. Your assignment is to ensure that this operation proceeds smoothly. Due to the loss of the station's defenses, control of this area is extremely tenuous. We expect the pirates to return and possibly attempt to seize the weapon prototypes during their removal. You must prevent this at all costs. Keep the area secure until reinforcements arrive. A repair transport will attempt to bring the Lido's systems online to help with your defense, but it may be some time before this can be accomplished. Command will deploy additional fighters as the need arises. Ja, wieder eine Verteidigungsmission, also wo es im Original-Science-Set wirklich nur darum ging, rumballern, ja, bis alle Gegner weg sind. Jetzt hier quasi doch eher momentan eine Verteidigungsmission, nach und nach. Ja, diesmal müssen wir eine Station sichern und beziehungsweise Fracht sichern, bis sie abgeholt wird. Und ja, müssen hier quasi warten auf Verstärkung und die Rettungskapseln beschützen, die es auch noch gibt. Ja, Piraten wollen die Situation ausnutzen und ja, entsprechend da ein bisschen was klauen. Das wollen wir natürlich verhindern unter allen Umständen. Und kaum was wir an Schiffen zur Verfügung haben, was wir nehmen können. Ja, wieder Valkyrie und Ulysses. Ja, uns wurde zwar Loki vorgeschlagen, noch können wir doch nehmen, hab eben nicht gesehen. Wir können auch mal mit der Loki fliegen, wenn wir wollen, aber Aufklärung, wir klären ja nichts auf. Wir verteidigen ja, deswegen brauchen wir keinen Aufklärungsjäger. Deswegen ja am besten, was wir beim letzten Mal schon genommen haben, die hier Valkyrie. Ja, lief ja ganz gut bisher.
Dann Ulysses wieder mit Beta. Also kann man lassen wie bisher. Also wollen wir nichts ändern. Dieselben Regeln wie bisher. Verteidigung der Frachter gegen Piraten, Jäger und Bomber. Und, oder, ja, die kümmern sich um die Jäger größtenteils. Also, wie bisher. Ja, die Waffen, jetzt kriegen wir die Avenger, wird uns empfohlen. Ja, wäre vielleicht diesmal eine bessere Wahl. Die Avenger hat ja ziemlich viel Energie geschluckt. Im Asteroidenfeld haben wir zwar nicht komplett leer geschossen, aber war schon ziemlich kritisch die Energie. Deswegen Prometheus und Avenger kann ich nehmen, will ich auch in das Reich, will ich auch unterstützen. Dann kriegen wir diesmal die Hornets, mal Missile. Ja, warum nicht? Haben relativ viel davon, 60 Stück. Also ein paar Salven, die man da abfeiern kann. Bei Beta. Ja, dasselbe. Deswegen würde ich sagen, kann man wieder so lassen, mal wieder nichts ändern, müssen wir nichts einstellen. Also würde ich sagen, ja, wir starten mal und legen los. Was ist das denn? Holy crap, look at that. An entire chunk of the complex is gone. Research-Komplex, aha. The pirates are nowhere to be found. That doesn't mean they won't be back. Keep your eyes open. Ja, die Piraten wollen jetzt das Chaos des Krieges ausnutzen, deswegen wachen die auch auf quasi. Komm da. Was ist das? Achso. Research-Komplex. Weiß nicht, ob wir die irgendwie finden, keine Ahnung. We're beginning the evacuation sequence now. Pilots, protect the escape pods until they can jump. Oh, da sind sie ja. Wie viel müssen wir denn retten von denen? Bin gespannt. Iota wing, moving to collect cargo. Wir wollen auch nicht alles scannen diesmal, ne? So, think this will be a quiet patrol? Don't get your hopes up. Things are never quiet around here. Ja, bestimmt. No kidding. Pirates in the area. Ah. Apollos! Jawohl! Kann man gegen Apollos, lange her. Ja, ich weiß gar nicht mehr gegen... Ja, die ist so tot. Ich konnte gar nicht mehr schreien, dass ihr Rumpf geschädigt ist. Ah, hab ich gar nicht gesehen, diesen Typen. So. Naja. So, wo ist er? Wait, Cutlass 1 and 2 aren't freighters. They're drunk. What's going on here? Drohnen. Die wollen mir Drohnen kapern? Das kann doch nicht sein. So. Der geht natürlich schnell kaputt. So. So, jawohl, das lief wunderbar. Okay. Hui, das war mit Drohnen. Ja, aber sicherlich. Läuft mal wieder ein bisschen anders hier. Research-Komplex. Ich weiß nicht, was das für eine Station ist. Ist das die normale Asteroidenbasis? Aus dem Nachfolger oder so? Weiß ich nicht. Wo kommen die denn her? Was wollen die denn? Yeah, war auch nicht so schwer, hä? So. Na super. Manticores, ja genau. Ja genau, Manticores jagen diesen Sendungskapsel hinterher. Wir machen die schon? Okay. Und jetzt? Und die nächsten. Neue Gegner. Könnten mal mehr früher schießen. Oh ja. Oh. Die fliegen auch fast nur hinterher, wie die KI. Ja, die ist auch ein bisschen crash, die bei größeren...
Wo ist diese Frachter jetzt hier? Kappa. Capital moving to collect. What the hell? Command, we have an unauthorized wing here. Seraphim bombers incoming. Protect the freighters. We'll figure out who's who later. Enemy wing just a... Pilots, we can't afford to lose that cargo. At your first opportunity, get a scan of at least one freighter from each Kappa wing. Na super. We're readying Delta Wing to assist. Stand by. Komm her, wissen wir. Ach ja, das ist sowas ähnliches wie im Original. Mal gucken. Delta Wing has arrived, awaiting orders. Wir müssen schauen, wer ist. So, komm her, komm her. Scan nur einfach. Got a bogey on your tail. Ah, wer schießt da auf mich? Fight on your tail, sir. Ja, ich bin gleich tot. Heads up. We've got Komm her. IFS resolved. Delta Wing, destroy the pirate freighters. So. So. Boah, ich bin da mit Pumpen drauf. So. Komm her. Ah. All escape pods have jumped out safe. Geh kaputt, du Ding. Heads up, we have company. Mann, die halten gar nicht viel aus, ey. So. Auf mich, komm, ich krieg und. Na, komm her. Great shot. Ja, da haben wir etwas Glück gehabt eben. Calling in for repair. Der ist tot. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt eben. Weil beim Scannen habe ich mich gar nicht um den gekümmert, der hinter mir saß. Da habe ich Glück gehabt, das war total schlecht geflogen, aber wir haben überlebt. Bisher. Das war mal was schlecht geflogen, muss ich mal zugeben. Das war einfach schlecht. Darf ich nicht vorzeigen. Muss ich nochmal machen, aber nochmal machen. Allerdings, naja, egal. So, haben die sind alle die richtigen hier. Denke mal schon, das wären wohl die richtigen. Muss glaube ich nur einmal alle, glaube ich, scannen, alle die Kappe heißen und dann werden die richtigen schon identifiziert. So war es wohl. Das war ein bisschen anders beim was? Bosch Bier? Ja cool, wir haben eine Biermarke. Ja, über ein kleiner Running Gag mit dem Bosch Bier. Hat auch tatsächlich mit Aken Bosch zu tun, aber klein Easter Egg ist das eher. Das ist ja voll wichtig. Ja, Bier muss halt auch gesichert werden, ne? Ist ja klar. Ist halt wichtig immer. Bier und Alkohol muss immer fließen. All the cargo has been recovered. Excellent work. Ja, haben wir noch Glück gehabt, wa? Haben wir Glück gehabt. So, haben wir noch nicht vorbei, wie es aussieht. Weil noch dürfen wir nicht nach Hause fliegen. Ah. GTC's Ereignisse and Python now on station. Pilots, you are relieved. Ah, eine Ablösung. Ja, GTC Lido departing now. Thanks for the cover, pilots. ja, ihr habt euch ja selbst gerettet. Ja, im Original wurde ja die Station vernichtet, glaube ich. Da wurde sie ja gesprengt. Aus irgendwelchen Gründen. Aber hier diesmal nicht. Ja. Easter Egg. Ja, mit dem Bosch-Spiel. Ja, das ist ein kleiner Running Gag. Ah. Reinfliegen und tot. Ja, genau. Ja, ich denke, man kann nach Hause fliegen. Können alle Battle Area verlassen. Also Kampf. Ort verlassen. Und wir fliegen auch nach Hause. Haben es geschafft. War schwer beschädigt, aber wir haben überlebt, deswegen halb so schlimm. So. Excellent work, pilots. The weapon prototypes were successfully recovered with all records intact.
This achievement will prove invaluable to the war effort. You also helped to rescue the facility's complement of scientists. Every life saved is critical to the war effort. You are to be commended for your skill in completing your objectives. We are pleased that the GTC Leto survived this engagement. With a few days repair in dry dock and a new crew, she'll soon be able to return to active duty. Great work protecting a valuable fleet asset. With the sector now secure, repair work has already begun on the Thales laboratory. The GTI expects to have the station operational again within the month. Ja, okay. Also, haben alles erreicht, alles gesichert, alle haben überlebt. Zumindest was ich überleben sollte. Ja, 9 Abschlüsse, 2 Assists, also relativ größtenteils wieder selbst tätig. Ein Apollo, eine erweiterte Drohne, ein Kronos, ein Frachter, also 2 Manticores, ein Skorpion und 3 Seraphims. Relativ viele Seraphims erwischt. Aber wie gesagt, war teilweise etwas schlecht geflogen, muss einfach mal zugeben. Aber wir haben überlebt, also war alles in Ordnung. Okay, dann haben wir das gehöft. So, dann muss ich mal kurz nochmal gucken hier, ob hier irgendwas mit Research-Komplex steht. Oder es nur eine ungeänderte Dingens ist. Terran Asteroid Base müsste das, glaube ich, sein. Das sind die hier. Asteroid Bases such as these are used by both civilians and military contractors to mine resources and conduct experiments. Ja, das ist der Eintrag zur Asteroidenbasis oder Research Complex, wie die Mission hieß, war nun eine umbenannte. Die hieß noch einfach anders. Und ja, der Rest kannten wir schon, weil die kennen wir auch schon, die Drohnen hier, im Hauptspiel noch, ganz lange her. Und ja, deswegen war es das mit dieser Folge, mit der Mission. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, denkt an das Feedback. Und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.